herzlich willkommen im Tag 13 meines Vlogmas 2023 in meinem Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in der Stadt, die es nicht gibt, in Bielefeld. Und ja, ich bin wieder zu Hause. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich die letzten 2 Tage in Leipzig beruflich sozusagen unterwegs, beziehungsweise eigentlich ehrenamtlich unterwegs. Ich bin ja Übersetzerin und ich habe auch früher gedolmetscht, also ich würde sagen, ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin, aber ich dolmetsche quasi nicht mehr, weil sich das mit meinem Alltag nicht vereinbaren lässt. Ich übersetze aber nach wie vor viel und ich mache oder erstelle, entwickle, entwerfe, befühle Kurse für Übersetzer und Übersetzerinnen und Dolmetscher und Dolmetscherinnen. So, und bin als Prüferin eben in Leipzig am staatlichen Prüfungsamt für Übersetzer und Dolmetscher im Einsatz gewesen, diese 2 Tage. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, gestern und vorgestern, es waren keine entspannten 2 Tage im positiven Sinne des Wortes. Also ich war natürlich nicht alleine in der Prüfungskommission, wir waren mehrere, mehrere erfahrene Übersetzerinnen, Dolmetscherinnen und Übersetzungs- und Dolmetsch-Dozenten. Ein Professor war sogar dabei und es waren für uns alle, glaube ich, recht spannende und arbeitsvolle Tage. Es ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Ich war jetzt zum ersten Mal dort im Einsatz und wie soll ich sagen, also ich fand das nicht nur sehr spannend und also sehr interessant für mich aus beruflicher Perspektive, sondern auch wirklich mental ziemlich herausfordernd. Man muss sich ja die ganze Zeit konzentrieren, man muss alles mitbekommen, was die Prüfungsteilnehmer und Teilnehmerinnen sagen. Man muss verstehen, wie sie das meinen, warum sie vielleicht bestimmte Sachen sagen. Es war die mündliche Prüfung oder es waren mündliche Prüfungen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und es ist schon, man muss sich quasi hineinversetzen und verstehen, warum sie etwas wissen oder nicht wissen eher. Ja, also wenn sie was wissen, umso einfacher. Aber wenn sie was sagen, muss man natürlich die ganze Zeit mithören und wenn sie etwas anders sagen, als man es erwartet, muss man trotzdem verstehen können, ob das richtig ist oder nicht. Und bei bestimmten Sachen, also es ist einfach nur mental schon Arbeit, logischerweise, obwohl es ja ehrenamtliche Tätigkeit ist mit einer entsprechenden Aufwandsentschädigung. Aber es ist auch eine große Ehre für mich gewesen, dort im Einsatz zu sein und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, und jetzt bin ich ja zu Hause. Heute überschlagen sich die Ereignisse bei mir auf der Arbeit, beziehungsweise es ist einfach sehr viel Dringendes da. Unter anderem halt, weil ich die letzten 2 Tage ja nicht da war und ja, ich muss bestimmte Sachen ganz schnell fertigstellen. Das merkt man vielleicht an meiner Sprechgeschwindigkeit. Ich neige dazu, grundsätzlich schnell zu sprechen und wenn ich ja, zielgerichtet auf etwas hinaus arbeite, dann halt noch die Sprechgeschwindigkeit zu beschleunigen, ja, naja, um schneller zum Ziel zu kommen. Und um nichts zu vergessen, habe ich mir für heute einen Zettel vorbereitet, einen kurzen Zettel mit allem, was ich heute sagen möchte. Genau, gut, dass ich auf den Zettel geguckt habe, bevor ich weitergegangen bin zu den Adventskalendern. Ich wollte ja noch ein bisschen was zu Leipzig sagen, beziehungsweise so viel kann ich dazu gar nicht sagen, denn ich konnte mir die Stadt überhaupt nicht angucken. Ich dachte ja, oder ich habe nicht gedacht, dass die Prüfungen so lange dauern werden. Ich dachte, ich werde am ersten Tag noch den Abend frei haben, beziehungsweise nicht nur frei haben, sondern auch am Abend Zeit haben und Lust haben, mir die Stadt anzugucken. Dem war nicht so. Ich war richtig müde abends am ersten Tag, am zweiten Tag auch und bin einfach direkt ins Hotel gegangen und habe ein bisschen in Ruhe gegessen, in Ruhe irgendwie, weiß ich nicht, Wasser getrunken. Ich hatte nur Wasser dabei. Irgendwas geguckt, irgendeinen Film geguckt und gestrickt und das war es eigentlich. Und dann am nächsten Tag hatte ich ja abends gar keine Zeit. Wir haben auch bis ungefähr 4, 5
halb sechs, nee, 5 Uhr ungefähr, 4, 5 Uhr geprüft und dann bin ich halt zurück nach Bielefeld gefahren. Da sind auch gute 4 Stunden gewesen, also habe ich mir jetzt auch die Stadt überhaupt nicht angeguckt. So dass ich leider immer noch sagen muss, ich war quasi nie in Leipzig. Ja, ich war zwar da, aber ich kann über die Stadt leider nichts sagen. Ich habe ein bisschen was über die Geschichte der Stadt gehört. In den Prüfungen ja, wurde unter anderem halt über die Geschichte Deutschlands gesprochen und natürlich hat Leipzig eine große Rolle gespielt, beziehungsweise spielt immer wieder in der deutschen Geschichte und darum ging es unter anderem bei den Prüfungen. Aber so richtig miterleben konnte ich die modernste Geschichte Leipzigs leider nicht. Dann wollte ich noch mit euch teilen, ich war in einem Hotel, das quasi ohne Personal auskommt, beziehungsweise also die Zimmer werden wahrscheinlich von Personal gemacht, aber es gibt keine, ja, wie soll ich sagen, keine Rezeption, wo ein Mensch da ist und ja, einen in Empfang nimmt, wenn man dort ankommt. Die Buchung und die, ja, sage ich mal, Anmeldung und so weiter war komplett ohne Mensch, menschliche Unterstützung. Alles lief digital, man hat einen Code bekommen, um ins Zimmer zu kommen und das, gut, ich habe relativ kurzfristig gebucht und Hotels, also die ich normalerweise nehmen würde. Also ich mag kleinere, gemütliche Hotels, wo man halt gemütlich mit Menschen sprechen kann, wenn man reinkommt, wo es vielleicht maximal 2 Stockwerke gibt und maximal 6 bis 10 Zimmer, am besten maximal 7. So dass man irgendwie so eine, es muss nicht familiär sein, aber es muss halt menschlich sein, also natürlich. Ich mag auch bei Hotelbuchungen, mag ich Natürlichkeit. Und in diesem Hotel, das war ein sehr großes Hotel, es waren jedenfalls sehr viele Zimmer, aber das Erstaunliche war, keine Ahnung, 50, 100 Zimmer waren das wahrscheinlich. Ich habe in den Fluren keine Menschenseele getroffen, wirklich niemanden. Ich habe auch niemanden gehört, beziehungsweise ich habe nur so ganz, also wie in so einem Hochbau, in einem großen Wohnhaus hört man ja irgendwo also so hinter 5 Wänden hört man, dass jemand irgendwie Fernsehen guckt. Ich meine, sowas gehört zu haben, aber im Prinzip hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwo in der Zukunft gelandet bin. Manchmal werden ja so Häuser aus der Zukunft gezeigt, wo Menschen so durchgehen und alles öffnet sich und man sieht aber niemanden. Ja, also es passiert alles irgendwie ohne Mensch. Und so war das. Ja, da muss ich sagen, das hat mir nicht gefallen. Das ist nicht mein Fall. Ich werde nächstes Mal irgendwas viel Kleineres buchen. Ich hoffe, ich werde nächstes Mal die Möglichkeit haben, deutlich früher zu buchen. Dann kann ich ja vielleicht bei den Preisen auch, ja, quasi liege ich bei den Preisen in einem vertretbaren Rahmen und ja, suche mir ein Hotel mit Menschen. Das möchte ich doch schon gerne. Dann, genau, das war's zu Leipzig. Dann wollte ich mit euch meine Freude teilen. Ich habe eben war der Postmann da und ich habe ein Exemplar beziehungsweise eines Buches bekommen, an dem ich mitgeschrieben habe, ein richtiges Buch. Das sind, ich würde sagen, 3 Zentimeter. Ich habe aber bei weitem nicht alleine geschrieben. Wir sind, glaube ich, 15 Autoren. Wir sind alle hier aufgeführt. Unter anderem ist Miriam Neidhardt hier hervorgehoben. Sie ist nämlich die Herausgeberin und auch eine der Autorinnen und die Ideengeberin für dieses Buch. Das ist ein Buch für freiberufliche Übersetzer und heißt auch erfolgreich freiberuflich übersetzen. Und hier stehen auch andere Themen, die im Buch angesprochen werden. Das ist ein umfassender Ratgeber. Tut mir leid für die Nicht-Übersetzerinnen unter euch. Ja, also ist halt ein Teil von mir, ein sehr großer Teil von mir, der auch sehr leidenschaftlich bei der Sache ist. Merkt man ja, ich bin sogar nach Leipzig gefahren aus Bielefeld, um diesen Teil von mir ja auszuleben. Und
für die Strickerinnen, also für uns alle hier und also für Strickerinnen, die keine Übersetzerinnen sind, ist das Buch aber vielleicht auch interessant, was jetzt nicht heißt, dass ihr nur deswegen das Buch kaufen müsstet. Naja, ich mache das mal ein bisschen entspannter. So, ganz viele Autorinnen und Autoren, darunter auch ich. Wo stehe ich? Da. Hier bin ich. Genau, Miriam hat die Idee mal zu diesem Buch gehabt. Das ist jetzt schon die 4. Auflage. Die 1. und die 2. Auflage hat Miriam komplett alleine geschrieben und herausgegeben. Das Buch hieß damals noch Überleben als Übersetzer. Bei der 3. Auflage hat sie mich und noch andere Kolleginnen und Kolleginnen, glaube ich nur, angesprochen und wir haben alle zusammengeschrieben und sie hat das Buch herausgegeben. Und dieses Mal hat sie noch ein paar weitere Kolleginnen und einen Kollegen angesprochen und wir haben halt alle zusammengeschrieben. Und das Buch ist jetzt auch dicker als bei der 3. Auflage, beziehungsweise allen vorausgegangenen Auflagen. Und es sind einfach viel mehr Themen noch dazugekommen. Unter anderem das Thema, das steht hier nicht, aber ich habe alles hervorgehoben. Hier haben wir das Thema Hobby zum Beruf machen oder übers Stricken. Ja, ich habe, wie ich das schon mal gesagt habe, ich habe 2 Kapitel zu diesem Buch beigesteuert. Einmal das allererste Kapitel über Arbeit mit im Projektmanagement bzw. mit also mit Sprachdienstleistern. Ich arbeite ja auch als Kursentwicklerin für Übersetzer und Dolmetscher für einen Sprachdienstleister. Und das 2. Kapitel ist eben Hobby zum Beruf machen. Und da habe ich nicht nur über Stricken gesprochen, sondern über das Übersetzen von Strickanleitungen, weil das halt quasi die Verbindung ist zwischen meinem Strickhobby und dem Übersetzen. Ja, das ist für mich die perfekte Brücke, um diesen beiden Leidenschaften zu frönen, ja, also so, sie richtig auszuleben, so mich richtig darin irgendwie, darin richtig unterzugehen im positiven Sinne des Wortes. Genau, und in diesem Kapitel schreibe ich, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt Strickanleitungen zu lesen, weil ich habe ja schon mit 6 Jahren das Stricken gelernt, da war noch überhaupt nichts mit Strickanleitungen. Und in dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, zum Teil zumindest aufgewachsen bin, ja, hat man irgendwie einfach gestrickt. Man hat keine Strickanleitungen gelesen oder sowas. Man hat das vielleicht so ein bisschen überliefert von Omas zu Töchtern und also vorwiegend Frauen waren das natürlich. Zumindest in dem Alter, in dem ich oder in dem Zeitalter, in dem ich das Stricken gelernt habe. Ganz früher, also wenn man in die Geschichte des Strickens geht, waren das ja auch häufig Männer, die beruflich gestrickt haben, bis dann die Industrialisierung kam und die Wirkmaschinen oder so Strickmaschinen das Stricken übernommen haben. Dann haben Männer wieder andere Berufe gehabt und Frauen haben dann halt entweder so ein bisschen für Geld gestrickt oder für sich selbst. Ganz kurz zur Strickgeschichte. Ja, und in diesem Kapitel schreibe ich halt darüber, wie ich zu Strickanleitungen gekommen bin, wie ich dann irgendwann angefangen habe, in fremden Sprachen Strickanleitungen zu lesen und so weiter. Und dass ich irgendwann erst vor, ich sag mal, 3, 4 Jahren verstanden habe, dass das Stricken bzw. Übersetzen von Strickanleitungen durchaus auch meine Spezialisierung sein kann. Ich bin ja von Haus aus eigentlich Fach- und Literaturübersetzerin und im Fachbereich sind Wirtschaft und Recht meine Fachgebiete gewesen, weil ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe und Recht war also Recht habe ich halt auch mitstudiert, weil das viele Rechtsbereiche musste man als Wirtschaftspädagogin halt lernen. Man musste Vorlesungen besuchen, man musste irgendwelche Arbeiten schreiben und so weiter, sodass ich auch mit der Rechtssprache recht vertraut war. Also habe ich Wirtschaft und Recht als meine Fachgebiete in meiner Übersetzungstätigkeit und in meiner Dolmetschertätigkeit gehabt. Und das Stricken lief immer so parallel dazu, wie so eine Parallelwelt, bis ich irgendwann Ravelry und Strickanleitungen oder quasi den Markt für Strickanleitungen entdeckt habe. Und dann irgendwann
kamen die ersten Aufträge bzw. Anfragen für die Übersetzung von Strickanleitungen. Und da habe ich dann verstanden, beziehungsweise habe ich dann gedacht, wieso habe ich früher eigentlich nie Strickanleitungen übersetzt für Geld, obwohl Übersetzen ja mein Beruf ist. Das war wirklich erstaunlich, aber gut, jetzt ist das schon ein paar Jahre her und jetzt übersetze ich als einen festen Bestandteil meiner beruflichen Tätigkeit auch Strickanleitungen. So viel zu dem Buch. Ja, ich halte das heute zum ersten Mal in der Hand. Das ist ganz frisch erschienen. Das riecht auch schön. Riecht wie ein frisch erschienenes Buch. Das ist noch ein Thema. Genau, jetzt kommen wir zu den Adventskalendern. Ich habe heute wieder 4 auszupacken. Ach ja, genau, ich habe auch die Nummer 12 aus dem Dandelion and Dogwood Adventskalender gestern Abend ausgepackt, als ich angekommen war. Zeige ich heute einfach nur zusammen mit den anderen. So, wir fangen mit Sakani an. So, 13. Gut. Hier bleiben wir eben so in der braunen Palette. Also ja, hier, genau. Das ist ja genau das wieder, was mir gefällt, dass immer wieder mal so ein ja, Colourpop auftaucht. Wenn man halt glatt rechts strickt, finde ich sehr schön. Auch diese so ganz leichte Variante oder so. Also dieses, ja, dass die Farbe so mal heller, mal dunkler wird, finde ich sehr schön. Bin wie immer sehr zufrieden mit Sakani. Dann, ach ja genau, normalerweise zeige ich an dieser Stelle mein Cardigan. Ich bin aber nicht viel weiter gekommen als gestern. Ich habe zwar den 12. Strang angestrickt und habe so 5, 6 Reihen auch gestrickt, aber der liegt gerade unten und ich mache vielleicht ein Foto und blende das Foto hier ein, aber es hat sich eigentlich nichts verändert. Ja? Von daher lasse ich das, glaube ich, lieber, weil viel Neues kann ich nicht zeigen. Ich stricke fleißig dran und werde versuchen, auch heute den aktuellen Strang anzustricken, damit ja, mein Cardigan wächst, wie sich das gehört. Aber ich glaube, das verzeiht ihr mir, wenn ich jetzt an dieser Stelle den einfach nicht zeige, weil großer Zuwachs ist da nicht passiert. So, jetzt sind wir bei Olivia und Oliver Fibers. Das ist ja der Advents... Entschuldigung, jetzt habe ich das komplett zerrissen. Das ist ja der Adventskalender, bei dem ich zuerst überlegt habe zu tauschen. Jetzt habe ich die Idee wieder aufgegeben. Unter anderem so ein bisschen unter Einfluss von euren Kommentaren. Aber ihr habt auch vollkommen recht, beziehungsweise diejenigen, die das geschrieben haben, haben vollkommen recht. Also erstens ist das eine Farbpalette, die mir durchaus steht. Das ist halt eine leichte Präferenz von mir, einfach nur, dass ich so lila Töne nicht unbedingt mag in dieser Phase meines Lebens. Das war anders. Ich habe früher viel mehr lila getragen, aber ich weiß, dass die Farbe bei mir ganz gut aussieht. Und dadurch, dass es halt verschiedene Übergänge sein werden und dadurch, dass ich jetzt ja quasi gelernt habe, die Streifen durch eine andere wiederkehrende Farbe zu ja, so meinem Geschmack anzupassen, überlege ich wirklich ernsthaft, dass ich den Adventskalender von Olivia und Oliver Fibers für mich verstricke oder zumindest für, ja, irgendwie für in meine Familie, zum Beispiel für meine Mutter oder für meine Tochter, für irgendwas verstricke. Und der heutige Strang ist wirklich sehr schön. Das ist schon wieder mehr meine Farbe. Ich sehe sie ehrlich gesagt gar nicht so richtig gut, aber ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen leuchtender, weil das Licht von vorne kommt, aber das ist eine schöne Farbe, eine schöne Färbung. Und ich habe hier ein passendes Rezept dazu, das auch sehr gut aussieht. Plum Vanilla Tart, also ist das mit, genau, mit Pflaumen. Sieht man jetzt nie so gut. Ja, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich eins dieser Rezepte nachstricke, werde ich das natürlich berichten. So, und dann haben wir auch schon, können wir alles sehen. Ja, das ist jetzt schlecht zu sehen. Moment, ich muss mal hier ein bisschen umsortieren. So, die ganzen Rezepte. So, genau. Das ist alles, was ich bisher von Olivia und Oliver Fibers ausgepackt habe. Ja, wir gehen so in die braun-orange Richtung.
So, das ist heute, das war von gestern. Ja, das wird immer schöner, muss ich sagen. Gefällt mir immer mehr. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. So, und dann alles in Ordnung bringen und sichern. Dann haben wir noch Nummer 13 von Dandelion Dogwood. Genau, Nummer 13. So, sieht man schlecht. Deswegen habe ich es auch verwechselt, weil ich dachte wahrscheinlich, dass es 15 ist. So, jetzt wird es wieder ein bisschen laut. Gut, es wird jetzt heller. Also hier haben wir eine, ja, was soll ich sagen? Also wir haben hier sehr, sehr schön angefangen mit so meiner Farbpalette. Dann wurde es ein bisschen weniger meine Farbpalette. So, ich muss das mal gerade ein bisschen besser zeigen. So, das ist Dandelion Dogwood und das kam heute dazu. Interessant. Das ist ja wieder eher helleres Rosa. Wahrscheinlich werden wir demnächst in eine andere Farbrichtung gehen, vermute ich. Ja, weil wenn wir hier so ein bisschen beige und braun angefangen haben, dann Ecru, dann wurden wir so ein bisschen pinkiger und lilaner. Und hier wird es wahrscheinlich danach eine andere Farbrichtung geben. Ich bin sehr gespannt. Also hier gibt es auf jeden Fall zwischendurch mal Überraschungen. So wie bei Sakami auch eigentlich. Ja, der rote Strang war ja wirklich voll die Überraschung. So, dann haben wir das. Und ich habe heute noch den Kalender von Nina von A Crafter's Tale. Da bleiben wir ja die meiste Zeit in so Erdtönen. Ich hatte ihr auch geschrieben, dass ich so braun-beige-Töne mag. So, es wird laut. Ja, gut. Ecru bzw. Naturfarben, das sieht sehr, sehr ungefärbt aus und fühlt sich auch echt schön an. Aber hier ist kein Zettel. Doch, da ist ein Zettelchen. Das ist Bio-Merino-Wolle. Das ist gut, das ist für euch uninteressant. Das ist, oh, das fühlt sich wirklich gut an. Da werde ich Sie fragen, was das für ein Garn ist. Das ist wirklich so die Merino-Qualität, die ich richtig mag. Das ist so ein bisschen griffig. Also in Deutschland kenne ich das von Madame Benoit. Sie verwendet auch diese Art von Merino. Das ist halt irgendwie, also sowas wie deutsche Merino. Ist griffig, aber nicht kratzig für mich. Und nach dem Waschen wird dieses Garn dann halt etwas weicher und pufft so auf und bleibt aber schon, ja, fühlt sich halt wie Wolle an. Ja, es muss sich halt wie Wolle anfühlen. Oh, der ist schön. Der ist richtig schön. Der gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, haben wir jetzt, ich muss mal meinen Zettel holen, weil da noch was drauf stand. Genau, also mit Adventskalendern sind wir gerade durch. Gestricktes kann ich heute nicht großartig zeigen. Ich habe gestern Abend zwar gestrickt, ein bisschen an dem Rock gestrickt, ich bin aber immer noch am Bündchen, ein bisschen am Desperate Housewife Cardigan gestrickt und dann war ich so müde, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was passiert ist. Wahrscheinlich bin ich einfach eingeschlafen und heute wieder viel zu früh aufgewacht, aber gut. Genau, ich bin mir nicht sicher, dass ich heute noch mehr aufnehmen kann, weil ich noch was zu erledigen habe nach der Arbeit. Ich werde nämlich mit meiner Tochter in die Stadt fahren und wir müssen noch ein paar Sachen einkaufen und dann werde ich versuchen, die ganzen Etsy-Bestellungen einzupacken, weil am vergangenen Sonntag und dann noch am Montag sind einige eingegangen. Ich glaube, waren jetzt, ja, wie soll ich sagen, also das war die höchste Rate an Bestellungen, die an einem Tag bei mir mal eingegangen sind. Das hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank an alle, die bestellt haben.
ja, wie gesagt, ich werde versuchen, heute alle Bestellungen einzupacken, damit sie morgen rausgehen können und ihr auf jeden Fall die Wolle noch vor Weihnachten habt. Und ja, diesbezüglich muss ich halt heute noch in die Stadt und noch was einkaufen. Ja, also kann sein, dass ich heute nicht mehr aufnehmen werde, aber ich werde für euch unterwegs sein und für euch ja, was tun. Daher bin ich im Herzen bei euch. Das bin ich sowieso, wenn ich mit euch spreche. Es entwickelt sich immer mehr, also dieses Podcast-Ding. Und gerade jetzt auch das Vlogmas. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich euch kenne und kennenlerne. Und ja, ich erkenne halt schon diese Nicknames bei YouTube, wenn ihr kommentiert oder wenn ihr mich über Instagram anschreibt, dann kann ich schon euch zuordnen. Auch wenn ich euch mal persönlich kennengelernt habe, dann kann ich euch natürlich definitiv und viel mehr zuordnen. Und ich finde das so schön. Das ist etwas, dass ich nicht wusste, dass das passieren wird. Natürlich habe ich die Idee gehabt, irgendwie mehr in den Austausch zu kommen, weil ich den hier bei mir nicht habe, weil keiner so viel strickt und so strickverrückt ist wie ich. Und also ich finde das unglaublich schön, wie sie das entwickelt und hoffe, dass ihr Spaß habt beim Gucken, beim zusammen mit mir auspacken, in Anführungszeichen. Ich hoffe auch, dass ihr zufrieden seid, wenn ihr bei mir Wolle bestellt oder wenn ihr eine Strickanleitung von mir nachstrickt. Falls nicht, meldet euch. Falls ja, auch bitte. Ich freue mich über jedes Feedback. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, meldet euch. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich habe das natürlich auch, so nette Sachen zu sagen, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Das geht, glaube ich, vielen so, dass man ja irgendwie so berührt ist, wenn man auch Nettes zu anderen sagt, obwohl das Natürlichste der Welt sein sollte. Deswegen tue ich das auch und deswegen hoffe ich, dass das nicht komisch klingt. In jedem Fall freue ich mich wirklich sehr, dass ihr da seid und dass ihr zuguckt. Und an dieser Stelle muss ich jetzt einfach sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.